damit mein Leben gut ist, muss ich immer glücklich sein. Das ist totaler Schwachsinn, weil das Leben hat extrem viele Schattenseiten und auch Lichtseiten. Und nur wenn du beides erfährst, checkst du halt, worauf es wirklich ankommt. Und was wir halt versuchen, immer wieder zu manifestieren, ist, dass es halt auf das Gesamte ankommt und dass es eher um eine langfristige Zufriedenheit geht, die sich aber halt nicht so prickelnd anfühlt, wie also man nennt die so hedonistische Momente, also wo es immer so, boah geil, heute war ich wieder da und heute war ich wieder da, so ganz viel Ablenkung und ganz viele kleine Dopamin. Schauen wir einfach, wohin es uns treibt. Wohin es uns treibt, ist extrem spannend. Wir haben ja vorhin schon, als die Kamera noch nicht lief, uns gefragt, warum wir uns eigentlich kennen. Ja, stimmt, ja. Und sind irgendwie nicht so richtig also so ein bisschen schon auf den grünen Zweig gekommen, aber vielleicht kommen wir ja gemeinsam auf noch einen... Also ich erinnere mich, das war in der Nikifaktur, da hatte die sich, glaube ich, auch 1-2 Jahre davor gegründet oder so. Die haben Digitaldruck, die haben Stoffe, also oder Shirts oder Klamotten bedruckt, als im Hauptsegment so. Ja. Und dann weiß ich gar nicht jetzt mehr, warum ich bei denen überhaupt war. Ich glaube auch, weil ich... Ach, jetzt weiß ich wieder. Wir haben da einen Fotoshoot gehabt, auch mit dem Micha. Der Micha war Fotograf. Ha! Und Micha ist ja nach wie vor Fotograf. Wir gehen weiter geradeaus. Micha ist ja nach wie vor Fotograf. Der hatte da einen Fotoshoot gemacht. Ich hatte auch mal Klamotten so rausgebracht und da hatten wir sozusagen für die nächste Serie die Fotos gemacht. Richtig. Mit dem Ivo Reimer, genau. Richtig. Vielleicht kennst du den. Ja, na klar. Und da habe ich witzigerweise auch an dem Tag den Johann kennengelernt. Ich dachte, du kanntest den schon ewig. Ich dachte, ihr seid schon so Urfreunde gewesen. Ich dachte, habe euch immer als Einheit wahrgenommen. Witzig. Seitdem dann, also seit 2010 im Prinzip. Genau. Na, ich war nämlich, ich war 2009, sorry. Mach mal. Ich war 2009 fast mit meinem Studium fertig. Ich habe an der TU Dresden Psychologie, Rechtswissenschaften und Kulturwissenschaften studiert. Und dann war ich so kurz vor meinem Ende und dachte so, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann bin ich auf diese ultra langweilige, nein, das stimmt nicht. Die war nicht ultra langweilig. Ich bin auf die Karriere Stadt gegangen. Ah, weißt du? Die mit den schönen Postern. Die mit den besten Postern der Welt. Ja. Und dann gab es aber wie so eine Podiumsdiskussion oder so, die hieß irgendwie Selbstständigkeit oder keine Ahnung was. Und dann bin ich da so rein und dann saß dort in diesem Podium halt der Marco Wildner von der Nikifaktur, die sich ja ganz frisch irgendwie gerade am Gründen war. Ja. Gott, ich bin total so Atem. Ja, deswegen. Aber wir können auch Pausen machen, kein Problem. Redet ruhig weiter. Ah ja, gut. Achso, wir reden einfach Der weiter. Micha macht noch das Feintuning. Du hast Marco Wildner gesehen? Marco Wildner und Martin Fiedler von Jetzt Neonworks. Damals haben die gerade überlegt, ob die das machen wollen. Und dann saß ich so da und dachte, wow, was ist denn das für eine Welt? Und damals im zarten Alter von, weiß nicht, ich war jung, 24, 23, habe ich mich dann getraut, quasi mich zu melden und zu fragen, ob in diesem ominösen Neonworks denn vielleicht ein Büro frei ist. Und dann haben die alle angefangen zu lachen, weil es das ja noch gar nicht gab. Ach so. Und ich so, ja, ich würde das dann nehmen. Und das war so krass, weil damit hat halt so ein Tauchen in eine komplett neue Welt begonnen, was halt mit meinem Studium so nichts zu tun hatte. Und dann kamen halt diese ganzen Charaktere und die ganzen Leute dazu und über Neonworks halt überhaupt diese ganze selbstständigen Welt und Freiberuflerwelt und über die Nikifaktur halt auch alles, was so mit Kunst, Kultur, Musik. Was hattest du sonst so auf dem Schirm? Das wäre eine Anstellung gewesen oder bei der Uni bleiben? Oder? Genau, das war eben so. Ich habe an der Uni gearbeitet, habe immer die internationalen Studierenden betreut und habe halt im Sommer habe ich die immer durch Europa und hauptsächlich durch Dresden geführt und habe mit denen halt so Ausflüge nach Prag und nach Berlin und also alles, was die halt kennenlernen sollten in ihren Sommerkursen, so hieß das damals. Und habe dann halt natürlich überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ja. Und dann ist mir das Hygienemuseum dazwischen gekommen und ich habe dann angefangen im Hygienemuseum zu arbeiten und habe dort die ganzen Führungen gemacht und die ganzen Projekte und alles und fand das super cool und wollte aber tatsächlich nie angestellt sein. Ich wollte halt immer so mein Zeug machen und immer so für mich irgendwie
sein und Was meinst du, wo kommt das her? haha, von meiner Mama. Ja, um da gleich mal tiefer einzusteigen. Genau, also ich bin halt aufgewachsen mit einer komplett selbstständigen Mutti Ja. und einer extrem coolen Omi. Ja. Also eigentlich mit 2 coolen Omis. Selbstständige aber Mutti heißt, die war jetzt alleinerziehend, oder? Nee. Ich habe auch einen coolen Papa. Ja, okay. Nee, Weiß ich aber- ja nicht, deswegen Nee, frage ich. genau. Nee, aber seit ich denken kann, haben meine Eltern halt immer überlegt, wie man aus gewissen Situationen so das Beste machen könnte. Ja, Und sie hat halt zu DDR-Zeiten hat sie im Eiskunstlauf gearbeitet und hat da so gemerkt, Anstellung und immer nur Pläne schreiben, Trainingspläne ausarbeiten. Und die hat halt Sport studiert. Irgendwie fand sie das nicht so geil. Und dann hat sie halt überlegt, was könnte ich denn machen, um viel flexibler zu sein, um mehr Zeit zu haben, Ja. um meinen Tag besser einteilen zu können. ja, selbst gestalten zu können. Genau, und hat dann halt verschiedene Sachen ausprobiert. Und total witzig, weil mit der Wende kam es dann dazu, sind wir einen übelst witzigen Bogen gelaufen. Ja, super. Aber wir sind am Bach lang. Genau, ich wollte nämlich eigentlich am Bach bleiben, Ja, hat aber man die hoffentlich lassen uns gehört. nicht am Bach bleiben. Siehst du, das passiert, wenn man nur läuft und nicht runterguckt. Aber hier unten ging es definitiv nicht mehr lang, oder? Ich habe keinen Weg gesehen. Schade. Dann laufen wir hier einfach weiter Ja, und laufen dann einfach wieder in den Wald rein. du, ich hatte das auch schon mal. Beziehungsweise ist es mir oft passiert. Oder warte mal kurz. Nee, guck mal hier. Ich glaube, wir gehen hier lang. That's live. Ich will wieder zum Bach runter. Okay. So ging es mir manchmal. Kurz das Thema vielleicht. Ja. Wenn ich in der Heide nach den Wegen gehe, brauche ich über 3 Stunden, um aus Ja. der Heide rauszukommen. Und wenn ich ohne Schilder loslaufe und dann so nach Gefühl links, Ja. rechts mich orientiere, Aber dann ich bin war ich hier. innerhalb von einer Stunde oder halben Stunde wieder draußen. Genau, ich war halt letzte Woche hier und das war eigentlich total einfach. Ja. Und jetzt, da ist er ja wieder. Also, Gut. das ist ja alles in Ordnung. Aber das wusste ich nicht, dass wir hier Ja, so angefangen nah haben. an dem Ding vorbeikommen. Ja. Ist ja egal. Vollkommen in Ordnung. Ist ja egal. Wo war ich? Ja, genau. Und dann haben die halt so kurz nach der Wende festgestellt, okay, die Leute wollen jetzt alle kopieren. Und haben sich halt aus dem Westen, also irgendwie mussten alle ganz viel kopieren und es gab ja keine Copyshops oder sowas. Und dann haben sich meine Eltern irgendwie aus dem Westen von meinem Onkel einfach Kopierer besorgt und Okay. haben halt so über Nacht einen Copyshop aufgemacht und krass. haben halt monatelang durchkopiert Krass. und haben halt dadurch wirklich auch viel Geld verdient. Ja. Und dann war irgendwann natürlich der Gedanke da von außen, okay, die Menschen brauchen Copyshops und dann kamen halt große und dann war das auch wieder gut und dann haben sie überlegt, okay, was können wir jetzt machen? Und Wir konnten ja in dem Moment dann investieren, beziehungsweise. genau, hatten ja das nötige Geld, genau. Super. Und haben dann 1990 oder 91 einen Kinderladen aufgemacht, also für Kindersachen und halt hauptsächlich Secondhand, was halt damals auch, das gab es halt einfach nirgends, Ja, weil einfach, also sie waren halt schon immer so total nachhaltig drauf und haben gesagt, okay, die kleinen Sachen, die werden nur so kurz getragen, die kann man total gut keinen wieder... Sinn. Ja, genau. Und Internet gab es ja nicht und Kleiderkreisel gab es auch nicht und Ach, sehr genau, und dann haben die halt einfach... Cool. Ist ja auch witzig, dass die in der Wende, also sozusagen in einer entscheidenden Phase, die Chance eher gesehen haben, beziehungsweise schon vorher das im Kopf so hatten, ja, wir Ja. machen da einfach los Ja. und lassen uns da jetzt nicht Genau. irgendwie eingrenzen. Also beziehungsweise tatsächlich aufhalten. immer. Also das ist halt das, ich bin halt in einer Familie aufgewachsen, die halt nie gemeckert hat, sondern die halt immer nur gesagt hat, okay, es ist irgendwie, also so auf DDR-Zeit bezogen, es ist zwar scheiße, dass wir hier nicht raus können, aber was nützt es uns denn jeden Tag Trübsal zu Ändert blasen? nichts an der Sache. Genau, wir versuchen halt trotzdem irgendwie geilen Scheiß zu machen. Ja. Und versuchen halt Mit den trotzdem. Dingen, die man hat, Genau, was auf die Beine stellen. genau. Cool. Und so ging das halt immer weiter. Und es ist halt immer irgendwas passiert. Es passieren ja immer irgendwelche Sachen. Und dann haben die immer wieder neu überlegt, okay, was machen wir da jetzt draus? Und was machen wir jetzt? Und das Witzige war, dass meine Mutti sich halt oft neu erfunden hat und oft neue Dinge gemacht hat. Und mein Papa war halt echt so mit Abschluss des Studiums bis jetzt mit über 60 quasi an der gleichen Arbeitsstelle. Also der war immer so der Fels in der Brandung Ja, und hat immer Was gesagt, auch sein mir meine Gutes hat. Kollegen. Ja, total. da hat ne? der Partner seine Genau. Freiheiten und Genau. kann sich ausleben in der Hinsicht. Und der andere Genau. hat das, was ihm halt gut tut oder was er im Ja. Moment als Sicherheit sieht, den festen Job vielleicht. Genau. Oder wenn er sich da ohnehin ja wohlfühlt, dann warum wechseln? Das war Alles ziemlich fein. cool.
Ja, so ein Der bisschen Micha hat schon. gerade gesagt, bedingungsloses Bedingungsloses Grundeinkommen. Grundeinkommen, genau. Und meine Großeltern haben dann ihre Jobs auch gekündigt und sind mit im Laden eingestiegen. Also waren dann quasi so ein kleines Family-Business. Aha. Und genau, und ich habe halt als Kind einfach immer so gesehen, okay, gestalte dir das Leben halt irgendwie so, wie es am besten passt. Und bei uns war halt, also wir waren halt immer so eine große Gruppe. Jeder hat irgendwie mal auf die anderen aufgepasst. Und dann war mal die Omi da und der Opi da. Und es gab irgendwie immer so ein extrem großes Miteinander, was mich natürlich auch total... Zusammenhalt. Genau. Ja. Was mich total geprägt hat und wo ich aber ja ganz lange dachte, und jetzt kommen wir zu dem Schwenk, warum ich mache, was ich mache. Ja. Ich dachte, das ist bei allen so. Weißt du, also ich dachte halt, Kindheit, so ist Kindheit. Und so ist Familie. Und dann checkst du irgendwann so, Ja, in der Schule checkt man das, oder? ja, Also, genau. Du Ja. bist halt irgendwann bei anderen Leuten zu Hause und siehst, krass, die essen nicht zusammen. ja. Und ja, also ganz viele Oder Sachen halt. was sie essen. Ja, genau. Was essen die Oder da? was sie essen, genau. Ja. Und halt, ja genau, solche Sachen, ne? Wo du dann so denkst, hey, krass. Ja. Und dann habe ich mich natürlich, also je älter ich wurde, desto mehr habe ich mich natürlich gefragt, so, warum bin ich so geworden, wie ich bin? Also warum sehe ich die Dinge halt immer total positiv und warum habe ich nie warum habe ich extrem wenig Angst vor nichts und habe halt festgestellt, viele andere haben halt ganz viel Angst immer. Ja. Und warum traue ich mich halt gewisse Dinge einfach und Ja. warum traue ich mich andere Sachen aber auch nicht? Und habe dann gehofft, wenn ich Psychologie studiere, wird mir das erklärt. Und? Nein. Genau, das wurde Überraschung. genau. Ich hätte wahrscheinlich Soziologie oder Sozialpädagogik Aber oder du keine hast in dem Zuge dann trotzdem vieles Basiswissen aneignen können, oder? Im Ja, auf jeden Psychologiebereich. Fall. Also das war natürlich super, super, super spannend. Und man hört ja dann auch da besonders hin, wo es, also wo das Herz sowieso dafür schlägt. Ja. Und genau, aber habe halt immer gewartet und gehofft, dass es irgendwann mal auch in Psychologie drankommt, was Menschen denn eigentlich nachhaltig zufrieden und glücklich macht. Nee, die Und- Fragen werden überhaupt nicht gestellt. Ne? Nö. Ja, Geht das immer ist nur um witzig. Störungen und um Ja, Sachen, die schief laufen, Auffälligkeiten, Ja, ja. Pathogenese Ja, anstatt Salutogenese, so heißt es ja. ja. Und genau, und du wartest und hoffst und guckst und hoffst dann, dass in Kulturwissenschaften vielleicht wenigstens sowas drankommt. Und auch da geht es nur um Konflikte und um Rassismus und warum Menschen sich nicht verstehen. Und, Aha. und denkst du so, Ziemlich einseitig. ja. Und von Jura brauche ich ja erst anfangen. Das ist aber auch nicht viel Positives. Ja, aber auch nicht verkehrt letztlich in dem, was du dann später tust, das anwenden zu können, beziehungsweise Kenntnis und Wissen Genau, darüber zu haben, absolut. oder? Ja. Absolut. Und ist ja auch so, dass diejenigen, die sich heute am meisten mit Glücksforschung beschäftigen, sind meistens welche, die ganz tief aus der negativen Ecke kamen. Also die eigentlich ihr Leben lang Depressionen erforscht haben oder Angststörungen, die dann irgendwann gesagt haben, ich will jetzt mal noch die andere Seite Das ist nicht alles, ja. mir angucken. Genau. Das dann bei dir, wenn du dich zu sehr damit Ja, das Gefühl habe ich auch Ja. manchmal. Bist du übersäuert und Das- dann brauchst du den Arzt. Aber das ist witzig, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich so ein Effekt. Also die Frage war, ob das dann vielleicht irgendwann kippt, wenn man sich zu lange mit dem guten Leben beschäftigt. Das ist total witzig, weil viele Leute sagen halt zu mir immer, du kannst ja überhaupt keine Probleme haben, weil du bist ja die Expertin dafür, wie das Leben laufen muss. Und das kann ja gar nicht sein, Ja, aber du dass bist ja so... nach wie vor ein Mensch. Du bist da davor nicht gefeit. Das ist ja auch überhaupt, Ja. das ist ja auch totaler Schwachsinn, Ja. dass man halt denkt, wenn man sich mit Glück auseinandersetzt, ist man immer glücklich. Weil wer Glückswissenschaft sich genau anguckt, der weiß, dass es eben genau darum nicht geht. Sondern halt einfach dass das Leben halt extrem viele Facetten hat. Und dass halt alles wichtig ist, was passiert. Und dass einfach der Umgang damit zählt. Und dass es darauf ankommt, wie man gewissen Dingen halt begegnet. Und Ja. oh, es ist schön Das wär auf hier. Ich jeden muss Fall- kurz, es ist extrem schön. Wenn du kurz stehen Ich bleiben muss möchtest, können wir auch kurz stehen stehen bleiben und den Moment Guck genießen. dir das an. Ich mag das auf jeden Fall auch sehr. Extrem cool. Ah, okay, reicht. Das ist ein gutes Beispiel für Zufriedenheit. Kleine Sachen sehen. Ja, Ja, das stimmt. sowas hier. Und die meisten rennen halt an sowas vorbei und checken das irgendwie überhaupt nicht so richtig. Gar nicht. Komm, Mountainbiker. Auch das, extrem schön. Schöne Beschäftigung. Genau. Jetzt haben wir ja gerade alle Zeit. Das stimmt auch nicht so richtig, aber Da ist ja deine Arbeit
jetzt also wir sind ja im Jahre 2020. Ja, um das nochmal zu betonen, genau. Also ich will auch jetzt nicht großartig da auf das Thema unbedingt einsteigen, weil das ist allgegenwärtig und das beschäftigt alle, auch noch die nächsten Monate, Jahre, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Aber da stellt es ja auch wieder die Frage an jeden Einzelnen, was mache ich jetzt mit der Situation? Richtig. Wie erhalte ich meine Integrität, also meine Vollständigkeit? Ich finde jetzt gerade kein anderes Wort. Nee, ist aber richtig, ja. Na und was wie will ich überhaupt? Ne? Wie weit lasse ich mich auch da reinziehen? Oder wie viel lasse ich von außen in mein Leben oder in meine Persönlichkeit? Genau. Auch diese große Frage, welche Rolle spielt Arbeit in meinem Leben? Ja. Welche Rolle... Also ich habe jetzt wir haben sehr viele Gespräche geführt in den letzten Wochen mit sehr vielen Menschen. Und wir haben halt auch oft gehört, dass diejenigen, die eigentlich nur arbeiten, weil sie dort das Geld verdienen, was sie für ihre Freizeit brauchen, jetzt natürlich in so eine Schleife kommen, wo sie sich fragen, okay, warum mache ich das überhaupt? Ja. Weißt du, weil wenn ich keine Freizeit, also wenn es keine Restaurants, keine Theater, keine Konzerte, keinen Urlaub mehr gibt, für den ich dieses Geld verdiene, checke ich auf einmal, dass es das ja eigentlich auch nicht so richtig sein kann. Dass ich mich selbst verkauft habe. Genau. Und das ist natürlich super spannend. Oh, Entschuldigung. Während diejenigen, die halt aus einer tiefen intrinsischen Motivation, so heißt es, wenn du was machst, weil du es selber total willst, ihren Job gewählt haben, also oft Leute, die im Kulturbereich, die im künstlerischen Bereich oder auch so in unseren sozialen, pädagogischen Bereichen sind, die plötzlich nicht mehr arbeiten dürfen, aus welchem Grund auch immer, was das halt auch mit dir macht, mit deiner Identität. Ne? Das ist halt auch gerade super spannend auf jeden Fall. Und kriegt ihr aus dem Blauen heraus Anrufe sozusagen und die Leute kommen mit ihren Fragen? Oder? Ja. Aha. Also wir haben ja ganz viele... Weil jetzt gerade suchen alle, oder? Ja, alle sind so ein bisschen auf der Suche. Und was wir halt natürlich ganz, ganz viel kriegen, sind Anrufe von Führungskräften, die halt sagen, oh, mein Team, ich weiß nicht mehr so richtig, die sind jetzt alle im Homeoffice, ich habe die Kontrolle über die verloren, ja. Ich bin total verzweifelt. Ja. Was kann ich tun, um die erstens zu motivieren, um die zweitens aber auch natürlich irgendwie dazu zu kriegen, dass sie trotzdem gewisse Dinge tun. Und viele fürchten auch so einen Kontrollverlust natürlich. So, ich habe die nicht mehr unter meinen Fittichen. Und da ist jetzt natürlich die große Frage, woran liegt das? Und eigentlich müsste man jedem Einzelnen sofort sagen, ja, das liegt halt an der allgemeinen Firmenkultur, die ihr schon immer nicht habt. Aber das ist ja ein behutsamer Prozess. Ja. Da gehst du wahrscheinlich so ran, lassen Sie uns doch mal einen Termin machen. Ja, genau. Stellen Sie sich mal vor und dann erzählen Sie mal. Nee, das Erste, was ich tatsächlich mache, ist zu sagen, dass bevor die ins Blaue schießen und versuchen, irgendwas zu machen oder zu ändern oder irgendwelche Online-Kurse anzubieten oder XYZ, dass sie erstmal bitte ihre Mitarbeiter befragen sollen und fragen sollen, wo es denn hängt und was die größten Painpoints sind und einfach in Kommunikation zu treten. Das gilt immer, das gilt zurzeit aber natürlich noch viel mehr. Ja. Und das erfordert aber auch viel Mut, also dich als Führungskraft zu öffnen und zu sagen... Die Verantwortung zu sehen, das zu übernehmen, das jetzt zu machen. Ne? Genau, und vor allen Dingen auch offen zu sagen, ich weiß gerade auch nicht weiter. Ich hatte diese Situation noch nie und wir müssen jetzt mal zusammen gucken, wie wir das gut handeln können sozusagen. Und die das machen, das sind die Guten. Immense Chance, oder? Also, total. Um sich zusammenzuschweißen. Ja, also wir reden die ganze Zeit, wir reden die ganze Zeit von New Work und von Agilität und von neuen Arbeitsformen und jetzt wurden halt alle so reingeschubst, ne? Einfach so. Ja. Das ist halt super spannend. Letztlich ist es gut. Also, ja. Ich hoffe, dass es gut ist. Ja, also ist das. Hat irgendwas vor den Augen. Nee, sonst ist es ja. Also es kommt ja ohnehin alles. Also es ist, jetzt weiß ich nicht, ob das zu allgemein formuliert ist oder so, aber es ist wie es ist und man muss ohnehin, was du vorhin schon mit deinen Eltern hattest, man passt sich der Situation an, man passt sich den Gegebenheiten an und dann macht man was damit. Genau. Und entweder du verfällst halt in so eine Lethargie und du sagst, die anderen sind schuld und deswegen geht das nicht. Ja. Oder du nimmst selber die Verantwortung und machst. Genau, und da sind wir auch wieder bei dem Henne-Ei-Problem. So, Das muss ich ja irgendwann mal gelernt haben. Also nur wenn ich irgendwann, als ich klein war oder in der Schule oder wo auch immer gelernt habe, wie man mit Neuem umgeht, wie man mit Veränderungen umgeht, wie man sich überhaupt selbst reflektiert, wie man überhaupt in der Lage ist, aus Situationen
Ableitungen zu bilden, wie Du auch musst immer. es anscheinend vorher erlebt haben oder Genau. abkopiert haben von Genau, der Quelle. genau. Ja. Und wenn du aber niemanden hattest oder in keiner Umgebung aufgewachsen bist, die sowas gefördert hat, also das heißt neophiles Verhalten, also das Neue anziehend sozusagen. Die meisten, also sehr viele Menschen sind neophob, Ja. kennen wir von Phobie. Also das Neue ist so. Ja. Und deswegen erlebt Das man. Unbekannte. Genau, Ja. genau. Deswegen erlebt man ganz, ganz oft gerade in Krisenzeiten, wie wir jetzt ja auch wieder eine haben, Ja. dass die Leute eher in ein ganz reaktionäres Verhalten zurückkippen. Es fängt aber an sich schon in der Kindheit an, Ja, mit dem Spruch oder mit dem Hinweis, rede mit keinen fremden Menschen zum haha. Beispiel. Ja, was ist denn das für ein geiler Hinweis? Ne? Ja. Das wird eingeatmet, das geht ins Blut. Richtig. Das sagt dir jeder im Prinzip, wenn du ihn fragen würdest, wenn du den Satz halb anfängst, der kann den auf jeden Fall vollenden. Ja. Jeder kann das, wage ich zu behaupten. Ja, Und jeder kriegt das eingeimpft. nimm Und keine so- Bonbons und rede Ja, mit keinem. das ist auch so ein Sinnbild dafür. So, Ja, ne? ja, genau. Nimm nichts an. Genau. Was ja aus einem Definitiv verständlich. total Verständnis, Aber so genau. gehst du ja rein ins Leben. Genau, Und genau. Das lebst du ja dann auch. Und Ja, du kriegst ja indirekt, was ja ein Kind an sich nicht weiß. ja, Also klar, es muss Ängste kennenlernen und es muss lernen, damit umzugehen. Aber es kriegt da in diesem Moment schon direkt vermittelt, hier, das Leben ist unsicher. genau, Das ist eine Angstsituation. genau. Du musst da aufpassen. Ja. Und um das zu vermeiden, diese Konflikte, die da entstehen können, Bleib lieber Frag- schön in deinem, genau. Genau. Ja, frag keinen, Genau. red mit keinem genau. und mach am besten nichts. Also übersteigert jetzt Übersteigert natürlich, ne? ja, klar. Aber das geht ja auch weiter in der Schule, ne? Also wenn ich mich zu denen ich auch gehört habe, erinnere, die halt immer noch eine Frage mehr hatten, Ja. weil sie halt so neugierig waren und wir dann oft gesagt bekommen haben einfach, jetzt keine weiteren Fragen. Jetzt ist mal gut. Jetzt ist mal gut. Oder so dieses, ich habe in Fächern, die ich besonders geliebt habe, zum Beispiel Englisch oder so, ich wollte halt immer noch mehr und immer noch weiter und irgendwie noch ganz viel wissen. Ja. Ich muss hier so über dir. Du kannst auch vor mir laufen, Ich ist kein laufe kurz vor Problem. dir. Ich werde gleich wieder breiter. Ja. Deswegen sind wir draußen, weil es einfach ständig Neues Oh, auftaucht. vor allen Dingen, Und man- guck dir das mal an hier. Schön. Ich war auch noch nie hier an dem Bach. Unbelievable. Genau, und ich immer weiter gefragt habe und es dann dazu führte, dass ich einfach gar nicht mehr drangenommen wurde. Also immer mit der Antwort, ja Saskia, du weißt das ja eh. Das ist auch eine Information, die sich bei dir auch wahrscheinlich dann manifestiert oder ein Teil von dir wird, unfreiwillig, wo du dann merkst, okay, habe ich was falsch gemacht? Bin ich jetzt nicht richtig? Richtig, genau. Ne? Also sowieso dieses Gefühl, also das ist halt was aus meiner Schulzeit mir total hängen geblieben ist, diese große Frage, wie muss ich denn sein, damit ich richtig bin? Ne? Also irgendwie, Durch diese Sachen muss jeder durch da irgendwo. ja, und das ist so krass, weil, also so, das geht ja dann irgendwann, also so in der Grundschule, also ich glaube, in der Grundschule habe ich sowas noch nicht erlebt in meinem Kopf, dass es irgendwie war, weil dann, ich hatte halt nur Ich bin doch da hoch, aber ja. What? Naja, Okay, wir können auch hier hoch. nee, lass uns mal weitergehen. Wir gucken mal weiter. Ja. Genau, Zur ich Not hatte, gehen wir dann da hoch. also ich hatte in der Grundschule, ohne groß darüber nachzudenken, ich hatte immer nur Jungs als Freunde. Ich hatte so einen riesigen, wir sind halt immer draußen rumgezogen, halt in Wäldern und Feldern und hatte auch so 1, 2 coole Mädels, aber der Großteil war halt Jungs. Und ich habe da nie drüber nachgedacht. Und dann bin ich halt ins Gymnasium gewechselt und habe das einfach so weitergemacht. Weil, keine Ahnung, das waren halt die Fahrradfahren waren und ich wollte halt Fahrrad fahren. Und das waren irgendwie die mit Sport gemacht haben und ich wollte halt, das war für mich total normal. Und dann kamen aber plötzlich ganz viele Mädels, die so, Was machst du was da? machst du da? Und ich so, hä? Ja. Also ich habe es halt überhaupt nicht kapiert irgendwie. Und dann, keine Ahnung, dann ging es irgendwie los, dass die immer irgendwo, die haben sich irgendwelche Jungs genommen und sind in den Park gegangen, knutschen. Und ich so, Was macht ihr da? warum macht ihr das? Ich will bitte einfach, keine Ahnung. Und dann kommst du in so einen Strudel, wo du denkst, Ja, was passiert hier gerade? Muss ich jetzt auch so sein? ja. Und dann, Oder wo will ich hin irgendwo? ja, und auch Will so, ich- genau, was ist denn jetzt hier, also was ist Freundschaft, irgendwie so dieses, was ist überhaupt wichtig und muss ich meine Eltern jetzt auch überreden, dass ich zur Teenie-Disco darf, obwohl ich überhaupt nicht hin wollte, aber muss das jetzt sein und diese ganzen Dinge und
auch die große Frage, wer sind eigentlich die Guten? Also sind meine Vorbilder die sich total schminken und aufhübschen und mit 12 schon, keine Ahnung? Oder sind es halt die Bücherwürmer, die still sind und, oder sind es ganz andere? Und ich glaube, das ist halt echt so ein... Und da die Frage, wie hast du es dann, also wie bist du dann bei dir geblieben, beziehungsweise wie bist du dann, hast du dich davon nicht einnehmen lassen, hast da deinen Weg beschritten trotzdem? Na, ich also glaub, auch wenn du immer von außen so die Signale kriegst, dass irgendwas nicht stimmt oder dass du bist jetzt außerhalb der Norm, außerhalb der Gruppe. Was auch es immer gibt das ja für eine Norm ist. verschiedenste Gruppen und Genau. Schubladen und wo man da Ja. überall hingehören will und nicht. Und, ja. Na, ich glaube, als ich noch sehr jung war, also so mit 10, 11, 12, haben das meine Eltern übernommen, die gesagt haben, du gehst da nicht hin. Also, oder die mir auch ganz offen gesagt haben, also diese Person, die du da gestern mitgebracht hast, die ist nicht gut für dich. die ist nicht gut für dich, was natürlich bei mir auch zu Trotzreaktionen geführt hat. Klar, aber versteht man dann in dem ist Moment ja auch auch, nicht. aber auf lange Sicht waren es genau die richtigen Signale von den beiden, ne? Weil die ja auch schon viel erlebt hatten und mich, glaube ich, auch vor viel bewahrt haben, was ich auch, also wofür ich ihnen auch natürlich super dankbar bin, ne? Weil ja, genau. Und dann irgendwann merkst du halt immer mehr, dass es doch eigentlich total cool ist. Schön hier. Wie man ist. Oh, ist übel schön. Ja, auch mit dem. Schade, dass der Baum umgekippt ist, aber es sieht krass aus mit dem. Vielleicht kannst du mal draufhalten, dann, Micha. Total Ich weiß nicht, ob du das cool. siehst. Da. Ja. Vor dir, ja. Richtig cool. Nee, das sieht man leider nicht. Nee, weiter oben meine ich, da wo das richtig so aufgeborsten. Ach, Da ich musst du glaube, weitermachen. das siehst du, wenn du weiterläufst. Ja. Boah, krass. Kann ich mir gleich mal die Nase putzen? Ja. Ja, das ist die Kälte, Sorry, ich habe ne? dich unterbrochen. Nee, alles gut. Ich muss mal kurz Nase putzen. Ja, mach. Corona. Nee, da hatten wir, glaube ich, keinen Schnupfen. Nee. Das ist einfach ganz normal. Wir sind hier draußen in der Natur und Mir wird auch bewegen uns. Mir wird auch gerade richtig warm. Also Ja. es kippt gerade quasi. Ja. Ja, okay, ich glaube, es reicht. Auf der anderen Seite auch extrem schöne Bäume. Ja. Ja, die haben auch ihre eigenen Probleme zurzeit, ne? Der Wald und die Bäume. Oh, das können wir auch gleich noch besprechen. Ach ja, da haben wir mit dem Olli schon intensiv drüber gesprochen. Also klar, wenn das die Zuschauer weiter, Genau. die Besucher Bäume. das Noch mehr Bäume-Thema Bäume. weiter ausführlich Genau. betrachtet Ich kann ja haben wieder hier mal vor dir Ja, kurz mal. diesen Engpass durchschreiten, quasi. Genau, wie findet man seinen eigenen Weg? Also das Witzige ist immer, wenn du denkst, du hast ihn gefunden, passiert irgendwas, was dich davon überzeugt, dass es eben doch nicht der Fall ist. Oder es fragt dich nochmal. Und das fragt dich nochmal, genau. Genau. So. Bist du dir tatsächlich Bist sicher? du dir wirklich sicher, dass Ja. das jetzt der richtige Weg ist? Und man denkt, Ja. also ich dachte ganz, ganz lange, irgendwann ist das gut. Also irgendwann hört es auf und irgendwann habe ich es kapiert. Mhm. Und habe immer gedacht, okay, wenn du das jetzt noch gemacht hast, dann hast du es verstanden. Und wenn du Ja. und das ist aber nie passiert. Ja. Und ich glaube, das wird auch nie passieren. Nee, wird auch nicht aufhören. Das ist halt echt. Und ich glaube, das zu akzeptieren ist eigentlich das Beste, was du machen kannst irgendwie. Damit leben. Genau. Weil es ist halt so. Mhm. Und aber trotzdem, und das machen auch nicht so viele Menschen, halt immer mal auf sich selbst zu schauen und halt wirklich mit sich selbst in so eine Eigenreflexion zu gehen und überhaupt zu gucken, okay, was will ich denn eigentlich? Was sind denn überhaupt meine Werte? Was sind denn überhaupt meine Ziele? Wo will ich denn überhaupt hin? Weil viele strudeln so fremdgesteuert durch ihr Oder Leben. symptombekämpfend. Oh ja, genau. Immer nur, wenn das Leid sehr groß ist, irgendwas ändernd. Aber nie die Frage, welche Rolle habe ich denn eigentlich da drin gespielt? Welche Schemata gehe ich vielleicht immer wieder erneut ein, ohne es zu hinterfragen? Und Ja, sehe ich die Muster, genau. die sich wiederholen. Und viele sehen die nicht, wenn sie nicht einfach mal darauf gestupst werden. Und ich habe zum Glück sehr viele Freundinnen, die mich immer Reflektieren. Okay. die mich in so eine Eigenreflexion zwingen quasi. Ja, Aber das ist ja cool. Also genau. da hatte ich auch, also ein Freund von meinen Eltern, der Kurte, der ist auch Psychologe, Ja. also jetzt mittlerweile Rentner. Mit dem hatte ich auch die tollsten Unterhaltungen, also den kenne ich auch schon mein ganzes Leben lang. Und er ist so drauf, deswegen sehe ich da auch wieder die Parallelen, beziehungsweise sehe ich heute auch manche Dinge ist auch schon wieder anders. Ja. Wenn ich mich mit ihm unterhalten habe, hat er permanent nur Fragen gestellt. Und du bist immer nur Ich weiß. am Antworten, beziehungsweise, ja, aber. Ja, aber
Und wenn man das dann aber beobachtet, was man da eigentlich antwortet, beziehungsweise wie man reagiert, wenn man gefragt wird, Ja, ist es auch hervorragend. Also dazu ist ja, denke ich, auch die Psychologie da, genau. da Ja, ich was einzufordern oder halt immer wie das Leben an sich das ja schon macht, die Fragen halt stellen und die Genau. halt auszuformulieren und darauf hinzuweisen. Genau. Du machst das so und so. Warum machst du das so? Ja. Hm? Aber das ist halt unangenehm für viele Menschen. Klar. Also Fragen gestellt zu bekommen, Vollkommen. ist so ziemlich das Unangenehmste, Ja, weil du dann auf was dir einmal, passieren kann. Und du so, du musst antworten. oh. Ja, ja. Und ich kenne halt auch wirklich viele Leute, die aufgrund, warum auch immer, irgendwann sich entschieden haben, halt wirklich eine Psychotherapie zu machen und dann in dieser ersten Sitzung waren Mhm. und dann rauskamen und sagen, boah, nee, der hat mir gar nicht geholfen oder die hat mir gar nicht geholfen, die hat immer nur Fragen gestellt. Und der will wollte, Antworten genau, haben, der wollte immer nur wissen, Oder er oder sie wollte immer nur wissen, ja, was erwarten Sie denn jetzt und Was was muss ich ist jetzt denn machen? Ihr Ziel? Und die haben aber gehofft, dass jemand sagt, so, okay, das ist Ihr Problem. Sie Wir machen machen jetzt das. jetzt XYZ und dann ist Ihr Problem weg. So. Sie nehmen Und- vielleicht noch diese oder jene Pille. ja, genau. Das ist ja ganz, genau. Aufheller, Genau, Abstumpfer. genau. Ganz schlecht. super schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ja. Und, aber dass es halt einfach ein harter und langer Weg ist, Mhm. der auch nicht immer dann so geht, sondern halt mit ganz vielen Rückschlägen verbunden ist, aber es sich ja trotzdem Ja. lohnt. Du musst dranbleiben, oder? Darum geht's halt, ne? Und also Hut ab vor allen, die das tun. Hut ab vor allen, die merken, guck mal hier, eine Weggabelung. Ja. Na, wir gehen jetzt Bestimmt. quasi wieder in unsere Ursprungsrichtung zurück. Oder wir gehen wieder am Bach zurück, aber nee, ich glaube, Ja, das ist schon gut. das ist cool. Der ist doch hier, ne, der Bach. Der ist rechts von uns. Und jetzt Genau. gehen wir quasi wieder runter, genau. Ist doch perfekt. Ja, aber natürlich, wenn man sich so viel mit diesen Themen beschäftigt, Mhm. wünscht man sich natürlich auch manchmal also ich wünsche mir ganz oft, dass ich alles, was ich weiß, nicht weiß. Mhm. Weil du das in allem siehst dann, oder Ja, genau. es dich zu sehr Genau. einnimmt. Oder? Du siehst es halt überall und an allen und in jeder Ja. Situation und mit jedem Menschen, mit dem du zu tun hast und verfällst natürlich ganz oft auch in so ein Helfersyndrom, Mhm. weil du denkst, ich habe verstanden, was dein Problem ist. Mhm. Ich rette dich jetzt mal. Mhm. Und das ist aber ja totaler Schwachsinn, weil Mhm. Das muss er selber machen. das müssen die Leute selber machen. Ja. Und man kann die nett darauf hinweisen, aber Ja. man muss auch gut damit klarkommen, wenn die noch nicht so weit sind. Und das ist halt, Ertappst du dich da auch manchmal dabei, also so geht es mir manchmal, dass man dann wertet auch? Also ich sehe auch viele Dinge so und ich analysiere auch viel in meinem Ja. Kopf. Und dann manchmal rutscht man so ab. Und da muss man sich auch dann in dem Moment gleich wieder hinterfragen, okay, stimmt das jetzt, was ich da gerade... ich muss kurz, passend Ja, zu ich deinem würd sagen, Thema. rechts. Ja, Ja, dass man sich da ertappt, da jetzt gerade unfreiwillig jemanden zu werten Na oder klar. so. Nur weil er in dem Moment Ja. vielleicht diese Tagesform hatte oder irgendwas anderes ihn beeinflusst hat oder so. auf Dass jeden man dann Fall. Ja. so grundsätzlich auf einmal urteilt oder wertet. Mhm. Ich glaube, davor ist wirklich niemand gewappnet oder gefeit. Ja. Ja. Was ich halt auch immer sehr, sehr spannend finde, ist, wie, je nachdem, wie du gerade selbst drauf bist, Mhm. bewertest du ja die gleiche Situation total unterschiedlich. Mhm. Also ein Satz, den dir jemand schreibt, kann an einem Tag dich dazu bringen, dass du sagst, oh, Mhm. cool oder keine Ahnung was. Und der gleiche Satz kann in einer anderen Stimmung dazu führen, dass du denkst, was ist denn das für ein Arsch? Mhm. Also, und das ist halt so spannend, ne? Und ich finde es dann immer, wenn man, keine Ahnung, wenn man irgendeine Mail bekommen hat oder irgendeine Nachricht, die irgendwie Ja. ein bisschen emotionaler ist und das dann, also man hat seine eigene Reaktion Mhm. und wenn man diese gleiche Nachricht dann aber mal an jemanden weiterleitet und der das zu Versteht die ganz 100% anders versteht und du dann so, hä, krass. Aber der Satz hier, siehst du Genau, das siehst nicht? du das hier nicht? Und Ja. ich finde, das ist halt oft sehr gut, einfach auch so einen Schritt zurückzutreten, Ja. zu sagen, okay, Oder allgemein, das habe ich so mir gemerkt, allgemein E-Mails nicht emotional lesen. oh ja, oh ja. Also ganz neutral und wenn es Genau. irgendwelche emotionalen Sachen zu klären gibt, dann die entweder in einem Treffen zu klären oder am Richtig. Telefon Richtig, maximal. absolut. Das musste ich auch mühsam lernen, Mhm. ne, weil ich habe mich dann früher auch gern so hinter der Schriftsprache versteckt. Das steigert sich auch ganz und schnell, dann kann ne? man sich da richtig reinsteigern. Genau, Und genau. da das in den letzten Jahren immer mal so eskaliert ist, sowohl beruflich als auch privat tatsächlich bei mir, ist das so eine meiner Grundregeln. Also wenn es zu hitzig und zu emotional wird, Dann sofort wirklich zu schreiben, Stopp, keinen Telefon Sinn. oder Treffen. Ja. Weil, also Leute, die sich schon mal schriftsprachlich gestritten haben oder in emotionalen
die wissen, das geht nie gut aus. Mhm. Und zwar nie. Also das verhärtet ja beide Seiten. Das verhärtet richtig krass, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das, weil du vorhin sagst, wie findet man seinen Weg, ich glaube, das sind so die Sachen, wenn man sowas feststellt und Dinge dann anders macht, dann, ich glaube, wir sind dabei, uns zu verlaufen. Glaube ich nicht. Pessimist, Optimist. Genau. Vor allen Dingen ich. Ja, ich weiß, du bist ja gar nicht. Pessimist. Ja, Genau. klar. Doch manchmal, ja, genau. Du, am Ende ist es wirklich so. Wir laufen ohne die Schilder und sind ratzfatz Glaub wieder ich am Auto. Ich würde jetzt aus irgendeinem Grund nach links gehen. Okay. Ich weiß aber nicht warum. Was sagt Wir ihr? haben genügend Zeit. Wir können uns auch noch weiter nach links bewegen. Ich dachte, links sind wir hergekommen. Wir sind von da gekommen. Wirklich? Ja. Rechts? Ja. Aber Mach ich weiß mal. gar nicht, wo wir jetzt gerade zeitlich stehen. Ich auch nicht. Ah, schon. Mensch, die Zeit fliegt. Siehst du? Aber wenn ihr sagt, rechts nähern wir uns Eher rechts, ja. ein bisschen mehr dem Ziel, dann Schon. gehen wir nach rechts. Auch eine meiner Schwächen. Oh, ich habe auch witzig, Aber auch die muss man kennen. ja, ich habe mal, ich habe uns sonst so immer mitorganisiert, ein paar Ausgaben okay. lang. Und ich habe unter anderem eine Ausgabe mitten in der Heide mitorganisiert. Ah ja. Und, Im Sommer irgendwann war das? Ja, mit Sebastian Linder Ja. und dem Paul von Soul Bottles, die diese Glasflaschen machen. Da musst du vielleicht ganz kurz nochmal für die... Was umsonst so ist. Ja, nur ganz kurz, damit dann weiß, aha. Genau, also umsonst ist ein tolles Format aus Dresden, wo jeden Monat zwei oder drei Speaker für 15 Minuten erzählen, was sie eigentlich so machen, und dann dürfen die Leute Fragen stellen. Ja. Genau, also hauptsächlich so aus dem Kreativbereich, aber auch alles Mögliche, und das gibt es schon ewig. Mhm. Und ist eine coole Institution. Und da hast du mal ein paar Genau, da habe ich mal ein mitgemacht. paar mitorganisiert, und ich wollte aber eigentlich nur die Heidengeschichte erzählen. Ach so, ich habe mich ja. nämlich mit dem Referenten, den ich ja zu diesem Ort bringen sollte, Aha. dem habe ich mich so verlaufen in der Heide, dass wir kein Handyempfang mehr hatten. Oh Gott. Nichts mehr gehört oder gesehen haben. Ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Es wurde immer später, der wäre halt mit seinem Vortrag bald dran gewesen. Und ich so, oh, sorry, es tut mir so leid. Und es war halt total heiß und überall war nur Sand und alles stiebte. Und der so, Was habt ihr okay. Nee, wir sind dann immer weitergelaufen, und irgendwann haben wir so gehört, wie Leute Tennis spielen. Ja. Und da muss ein Tennisplatz sein. Ja. Und sind dann auf Gehör zu diesem Tennisplatz halt einfach gelaufen und Ja. wussten dann, ja, oder Jägerpark oder so, diese Tennis... Ja. Irgendwo da unten drin irgendwie. Und irgendwann sind wir dort angekommen, wo wir hin wollten. Und das war ein extrem Rechtzeitig noch. cooles Event, ja. Und danach war alles voller Glühwürmchen. Ah, super. Herrlich. Das war richtig cool. Genau, Events organisieren. Das ist auch so ein Ding, was ich... Und jetzt langsam nochmal zu deiner Arbeit zurückzukommen. Ja, Also was du ja schon gesagt hast, was dich sehr einnimmt und was du auch im Alltag feststellst, was dich da nicht loslässt. ja. Wie muss man sich das vorstellen? Man kommt als Einzelner, man kommt als Unternehmen zu euch und dann hörst du dir erstmal alles an und was machst du dann? Also, Ist immer cool, wenn Leute versuchen... ja, ich liebe das. was wenn man interpretiere ich da jetzt die gerade? Leute denken immer so, was macht ihr eigentlich? Ja. Genau. Dankeschön. Also wir sind ja mehrere, Ja. sind Experten für positive Psychologie. Das ist quasi die Wissenschaft, also wirklich die Wissenschaft, die dahinter steht, was ein Leben eigentlich lebenswert macht. Sowohl beruflich als auch privat. Und immer, wenn jemand das Gefühl hat, er bräuchte Expertise, also wissenschaftliche Expertise, die aber auch in die Anwendung geht, kann er zu uns kommen. Was wir nicht machen, ist einzelnen Privatpersonen zu helfen und die zu coachen. Ah, ja. Das haben wir am Anfang gemacht, aber das machen wir schon länger nicht mehr, weil wir sagen, da gibt es gute Coaches, da gibt es Leute, an die wir verweisen können. Ja. Wir sind wirklich erstmal die Hüter dieser Wissenschaft. Und was wir machen, ist auf großen Veranstaltungen oder auch in großen Schulungen wirklich erstmal diese Basics an Mann und Frau zu bringen. Und wenn die das Gefühl haben, wenn die alles gehört haben über die Fakten der Psychologie oder der positiven Psychologie und das Gefühl haben, sie würden gern irgendwo tiefer reingehen oder an sich arbeiten, dann verweisen wir sie an Die, speziell gut geschulte wo es passt dann. Coaches Genau. oder vielleicht auch Therapeuten. Also wenn die wirklich feststellen, da ist was ganz schön schief bei mir, dass wir da reingehen sozusagen. Aber wir bilden erstmal so wir sind quasi der Erstkontakt zu überhaupt dieser Wissenschaft dahinter sozusagen. Und ganz konkret schreiben wir
viele Texte für Magazine, für Printmagazine und für Online-Magazine, wo es halt um dieses Thema geht. Also produzieren sehr viel Text, produzieren auch Hörmaterial sozusagen. Und sind ansonsten ganz viel auf großen Tagungen und Events, wo wir, das ist immer total witzig, wir sind oft auf so Events und Tagungen, die eher so ein bisschen schwierig, wo es um schwierige Themen geht. Wo sowas überhaupt nicht auftaucht sonst. Ja, genau, wo es entweder um sehr technische Themen geht oder um teilweise auch sehr kritische Themen. Also wir waren auf so großen Kongressen zum Thema häusliche Gewalt oder auch auf so Palliativkongressen, also wo es eigentlich nur ums Sterben geht. Oder, keine Ahnung, Parkinson-Kongresse, Multiple Sklerose-Kongresse. Also, wo eigentlich den ganzen Tag so ein bisschen... Aber da kommen ja anscheinend die auf euch zu. Ja, immer. Aber das ist doch super. Das ist total cool. Da gibt ihr die Komponente ja mit rein noch. Und die wird dann in dem Grunde, fällt ihr nicht hinten runter. Genau. Und das ist halt das, was wir auch so super wichtig finden, halt auch an Zielgruppen zu kommen, wo man erstmal nicht denkt, dass jemand wie wir jetzt da auch auf der Bühne auftaucht. Die eigentlich in so einem, keine Ahnung, ganz anderem Themenspektrum eigentlich zuhören. Wir machen auch ganz viel bei IT-Unternehmen, bei Banken, also wirklich, wo man denkt, machen die jetzt hier? Aber anscheinend ist ein Bedarf da. Ja? Genau, und dass dann aber alle checken, was das eigentlich für einen Sinn hat. Wir sind an einem großen Weg angekommen. Genau, das machen wir viel und dann nach diesem großen Erstkontakt, wo die dann merken, ach, das ist ja ein spannendes Thema und so funktioniert das gute Leben, so funktioniert gutes Arbeiten. Ja, genau. Machen wir dann halt immer noch dazu passende Workshops und auch mal so mehrtägige Sachen, wo wir uns mit Leuten 3 Tage einigeln. Was wir auch machen, ist ganz viel so Teambuilding und überhaupt, dass die sich mal auf anderen Ebenen kennenlernen. Das ist dann der Moment, wo es wirklich konkret wird in den einzelnen Bereichen oder Firmen? Oder? Genau. Okay. Also das ist eigentlich so das, was wir hauptsächlich tun. Und das würde wahrscheinlich auch die Zuschauer auch interessieren. Kannst du so jetzt aus der Kalten heraus so Basics mitgeben? Geht das? Oder sagst du, ist das zu komplex? Also es ist natürlich extrem individuell. Ja, sowieso, und es kommt natürlich auch darauf an, um was es jetzt geht. Also wie gestalte ich mir mein Privatleben zufrieden und glücklich und was heißt es auf Arbeit? Obwohl man es eigentlich gar nicht so richtig trennen kann. Also ich glaube, der erste Fehler, den viele machen, ist zu denken, damit mein Leben gut ist, muss ich immer glücklich sein. Das ist totaler Schwachsinn, weil das Leben hat extrem viele Schattenseiten und auch Lichtseiten. Und nur wenn du beides erfährst, checkst du halt, worauf es wirklich ankommt. Und was wir halt versuchen, immer wieder zu manifestieren, ist, dass es halt auf das Gesamte ankommt und dass es eher um eine langfristige Zufriedenheit geht, die sich aber halt nicht so prickelnd anfühlt, wie also man nennt die so hedonistische Momente, also wo es immer so, wow, geil, war ich wieder da und dann war ich wieder da, so ganz viel Ablenkung und ganz viele kleine Dopamin, also und Adrenalin. Und was aber ein Hirn und ein Körper und einen Menschen auf lange Zeit wirklich gesund hält, sind halt Serotonin, Oxytocin und das sind die leisen. Also das sind die leisen Hormone, die leisen Neurotransmitter, die immer so in uns schwelen, wenn wir halt gute Beziehungen führen. Die wir gar nicht merken, deswegen. Die wir gar nicht merken, Anführungsstrichen wahrscheinlich, ja. Genau. Also das ist, um mal die Hard Facts. Also was wir ganz dringend brauchen, ist ein guter Blick auf unsere Emotionen. Habe ich ja vorhin schon ganz oft gesagt. Und zwar auf alle. Also viele sind immer so ein bisschen gewillt, die negativen Emotionen wegzudrängen und zu sagen, ja, Wut, Ärger, Enttäuschung, Traurigkeit, es hat keinen Platz, das muss weg, darf nicht da sein, ja. Darf nicht da sein. Total, stimmt nicht. Ist alles super wichtig. Das ist so dieses Erste, also ein guter Umgang mit den eigenen Emotionen und ein guter Umgang mit den Emotionen anderer. Dann dieses große Thema, wo will ich eigentlich hin? Also was ist überhaupt mein Sinn? Was will ich erreichen? Für wen will ich da sein? Was sind meine Werte? Was ist mein Grundmanifest, wofür ich eigentlich stehe? Und kann ich überhaupt in meinen Lebensbereichen danach handeln? Also passt mein Job überhaupt zu meinem Grundwertekonstrukt und passt mein Familienalltag überhaupt, ne? So dieses Und da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Herangehensweisen, wie man da hinkommt oder wie man das lernen kann, wie man das herausfindet, an seine Werte ranzukommen. Ja. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele auch gar nicht diese Frage beantworten können. Nee, das machen wir immer in den ganzen Workshops. Das ist dann so eine unangenehme Stille.
Ja, alle können immer sagen, wo ihre Schwächen liegen Ja. und was sie nicht gut können und was überhaupt nicht ihre Werte sind. Aber zu sagen, was mich wirklich ausmacht, ist eine große, schwierige Übung. Aber es gibt die Uni Zürich hat so einen Charakterstärkentest entwickelt. Der ist ein bisschen langweilig, aber ich finde ihn ganz cool eigentlich. Auf www.charakterstärken.org. Das blenden wir ein. Ja, www.charakterstärken. Kann man sich halt einfach da mal durchklicken und dann kann man ganz gut sehen, was man so für Charakterstärken hat. Und das sind oft gleichzeitig auch die eigenen Werte. Also das Kann man dann übersetzen. gleicht sich viel, genau. Und das sind auch schöne Auswertungstexte und da steht auch, an welchen Berufen man wahrscheinlich am besten aufgehoben wäre. Und also es ist sehr, sehr cool gemacht. Genau, also so kommt man daran und indem man sich einfach viel mit anderen Menschen unterhält. Also man kann über sich selbst gar nicht so gute Aussagen treffen, das können andere oft viel besser. Ja, aber das widerspiegeln. Genau, also Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, es geht oft sehr auseinander. Ganz hell hier. Die Sonne kommt jetzt auch noch ein bisschen raus. Ja, wir sind hier total hell. Ja. Also, dass man seine eigenen Beziehungen auch dafür nutzt, sich mal ehrliches Feedback zu holen. Ja. Und aber auch nicht den Fehler macht, dass man auf alles hört, was random people einem irgendwie Du musst es sagen. wieder filtern. Du musst es wieder filtern lernen und das ist wieder was du lernen musst. Ne? Ja. Und sich dann halt zu überlegen, okay, also in welchen Momenten geht es mir denn gut, mit welchen Leuten geht es mir denn gut, wo geht es mir nicht gut. Und das halt auch wirklich zu hinterfragen, anstatt in irgendwelchen Konstrukten hängen zu bleiben. Und das machen einfach so wenig, also immer noch nicht genug Leute. Ja, das sehe ich zum Beispiel. Also in meiner Arbeit habe ich das ja genauso. Also ich bin auch ein Mensch. Ach so. Und bin jetzt auch selbstständig seit 10 Jahren und da hatte ich auch Fälle, wo man dann das Thema hat, okay, du verdienst jetzt Geld mit dem Projekt, aber derjenige, mit dem du zusammenarbeitest, ist toxisch. Der geiles blockiert Thema, dich, genau. Der blockiert dich, da macht die Arbeit automatisch keinen Spaß mehr. Richtig. Wie gehst du damit um? Also das ist ja auch wieder die Frage an dich selber, okay, mache ich es jetzt wegen dem Geld, weil ich jetzt gerade finanzielle Probleme habe vielleicht, oder ich muss jetzt was... Hier? Ich glaube nicht. Ich würde ja gerne wieder auf irgendeinen Seitenweg gehen. Aber ich weiß gerade nicht so richtig auf welchen. Ja, dann gehen wir einfach den nächsten dann wieder rechts. Vielleicht. Rechts? Na dann, wird's spannend. Wollen wir es hier machen? Geht's hier nach Lass uns rechts? links Also, gehen. Ja. aber dann nicht da lang, sondern nach da, oder? Also an einem Seiten. Soll ich mal Gut, wenn gucken? wir einfach weitergehen. Sollen wir weitergehen? Okay. Und dann Das war nämlich gerade so spannend mit den. Das ist total Wenn spannend. man feststellt, okay, das ist jetzt irgendwie nicht gut für mich, das ist nicht gesund, was hier passiert, Ja, wo man sich auch wieder immer mit sich abgleichen muss. richtig. Wie hast du das dann gemacht? Also was war deine Entscheidung? Wir hatten das nämlich auch mit den Ich trenne mich toxischen dann. Kunden. Sehr gut. Also Sehr das habe ich gut. natürlich in dem Moment erstmal lernen müssen. Richtig, Da wir kann ich auch. nicht so schnell reagieren, dass Ja, ich mich dann direkt trenne. ja, Jetzt über die Jahre weiß ich das. Da klingelt es dann im Ohr ja. und sagst du, okay, gut, mach so weiter, wie du denkst. Ich bin dann mal weg. Genau, sehr gut. Das haben wir hatten auch so toxische Kunden, wo wir wirklich zugrunde gegangen, also wo wir wirklich, Wo du die Zähne ausbeißt. wo du denkst, Alter, und dann denkst du, ja, aber es ist ein Auftrag. Und irgendwann denkst du dir so, nee, vor allen Dingen auch, was wir festgestellt haben, diese toxischen Kunden ziehen ja weitere toxische Kunden nach sich, weil die empfehlen dich dann noch weiter und dann, die haben ja auch nur Scheißfreunde. Also das hört ja nie auf. Ja. Währenddessen, wenn du Gesetz anfängst, der Anziehung. genau, dir geile Leute zu suchen, Ja, dann holst haben es die ja in dein geile Leben, du lässt es Freunde. ja Und, zu. ja. Wir haben komplett auch damit aufgehört tatsächlich. Also das ist wirklich. Ja. Und genau das Gleiche Raus sollte bringt das man halt nichts. im Privatleben machen. Ne? Das machen ja Gilt viele genau. auch nicht. Gilt genauso, ja, klar. Aber Ja. das ist ein totaler Prozess. Und da gibt es auch immer ganz viele Rückschläge, die auch wichtig sind. Die will ich auch mal wieder auf den Boden Genau, das fragt dich halt wieder, was machst du zurückholen. damit jetzt? Und genau, Was ist jetzt so und genau. wie reagierst du jetzt drauf? Ja. Welche Entscheidung triffst du jetzt? Ja. Auf jeden Das Fall. trifft auf jeden Fall ja auch im Ja. partnerschaftlichen, im freundschaftlichen. Und genau, und da gibt es halt auch immer so dieses, wofür entscheide ich mich halt? Bleibe ich in einem vermeintlich komfortablen Sicherheitsrahmen, der vielleicht nicht so viel Unangenehmes mit sich bringt und verzichte deswegen auf die positiven Sachen, die vielleicht möglich wären? Die mir vielleicht Spaß machen würden. Oder schubse ich mich selbst oder lass mich mal irgendwo rausschubsen und mache halt auch mal was, was mir Angst macht, einfach um zu gucken, was mit mir dann passiert irgendwie und festzustellen. Und das ist das, was ich
was ich auch in Situationen wie jetzt gerade so schade finde, dass gerade so ein Rückzug, also bei vielen so ein Rückzug stattfindet, so, oh, jetzt Hauptsache hier, okay, ich bin jetzt zu Hause mit meinem Partner und meinen Kindern und der Rest ist mir Egal, Welt da draußen, so Vorhänge zu, so ein Biedermeier-Denken. Und ist ja auch ein Schutzreflex, auf jeden Fall. Ne? total nachvollziehbar, ja. Und da braucht es aber halt mutige Menschen und Vorbilder, die sagen, nee, raus. Ja. Und genau, und das fängt halt bei den Kleinsten an, irgendwie, denen halt beizubringen, die irgendwie rausschubst. Ach, das ist dieses Grün. Super. Ein machen wir das auch. ein weiterer Tipp für ein gesundes und langes Leben: im Wald spazieren gehen, tatsächlich. Also Ja, denke ich auch. ist wirklich so. Ja. Gestern bei Deutschlandfunk irgendwie so, Psychologin rät, irgendwie so gegen Lagerkoller quasi, gehen Sie in den Wald. Gehen Und ich Sie dachte so, spazieren. Erzähl was mir für was eine Neues. Agenda. Genau. Aber ich glaube, manchen Es Leuten gibt muss man das viele, die wirklich haben das nicht sagen. auf dem Schirm. I Das ist know. auch vollkommen nachvollziehbar und auch Ja. in Ordnung, so wie es ist. Aber wenn man merkt, irgendwas stimmt nicht und irgendwie fällt mir die Richtig. Decke auf den Kopf und irgendwie gehen mir die Kinder auf den Sack und Ja. die Partnerin oder der Partner, Ja, raus. dann geh mal raus, geh auch mal alleine raus. Das macht auch ganz viel, weil man dann sich vielleicht wieder mit sich selber treffen Das kann. sagen so. wir auch. Also, und das ist auch ein guter Hinweis, Thema raus. Die schwierigsten Gespräche, mit wem auch immer, führt man, wenn man, falsch, nicht die schwierigsten führt man, sondern wenn man ein schwieriges Gespräch führen muss, sollte man dabei immer laufen. Das stimmt, ja. Das ist mir auch. Das ist total gut. Das Ja. ist, aber nicht nur schwierige, sondern einfach, wo man, Wenn es einem wichtig ist. ja, genau. Und das ist total krass, weil dieses Sitzen verhärtet, finde ich immer total. Und wenn man aber wirklich rausgeht, jeder kann auch in seine Richtung so ein bisschen gucken. Man muss sich nicht so direkt angucken. Mhm. Und viele trauen sich dann ganz andere Sachen zu sagen. Das ist total spannend. Ja, das merkt man ja auch. Ja. Man hat sehr gute Gespräche, wenn man mit Freunden oder Familie Läuft, raus in ne? die Natur geht oder wandern geht. Oder Ja. so. Das Und war ich- bei uns immer so. Also wir sind im Sommer immer in die Berge gefahren. Und da hast du auch immer so super Gedanken Ja, und ne? Gespräche. Also, Ja. und da Stimmt. merkt man dann, wie gut das ist und wie richtig das ist im Ja. Prinzip. Und die Ideen, auf die man kommt im Urlaub, ne? Ja, Das sind so einfach die auch. geilsten Ideen. Ja, aber irgendwie. das ist auch wieder Typsache wahrscheinlich. Ich zum Beispiel finde es total öde und dröge, da mindestens 3 oder 5 Tage nur am Strand zu liegen. Das geht gar nicht. Das geht Das ist auch für mich Stillstand, da Ja. passiert nichts. Ja, und Das ist andere brauchen Monotonie, das aber. andere Ne? brauchen das, um da wieder Ja. die Ruhe in der Art reinzukriegen. Ja. Vielleicht. Da muss jeder selber finden, was einem. Genau, einem das gut ist auch sowas. Es gibt ja auch ganz viele so Ratgeber, wo halt drin steht, so werden sie glücklich und tut. Ja, klar. woher soll denn die Person, die das schreibt, das wissen? Du kannst es doch nur selber wissen und du kannst es doch nur selber rausfinden. Und ich finde es dann immer so ein Schwachsinn, dann irgendwie zu sagen, so, wir müssen jetzt alle meditieren und wir müssen jetzt alle in die Alle Yoga Sauna machen, und wir müssen oder? jetzt alle... Nee. Nee. Nee, genau, musst du selber finden. Man muss das halt selber rausfinden. Und ich bin total abgelenkt von dieser beautiful Heide. Scenery, Mhm. ohne zu wissen, wo wir eigentlich sind. Wollten wir nicht irgendwann mal hier rein? Du mach dir keine Sorgen. So, wir haben uns in der Heide verlaufen, so wie wir es prophezeit haben. Ja. Das kann auch passieren, das ist ja das Spannende. Dass man sich verläuft im Leben. Ja, dass man sich verrennt, verläuft, verirrt. Oh Und dann- ja. Oh ja, das stimmt. Auch das. Auch das kann passieren, Auch mal die dass Position man wechseln. die Position wechselt. Nee, aber dass man sich verirrt, das ist ja auch Irren ist menschlich, sagt man so schön. Ja, Also so eine schöne Floskel auch nochmal zu droppen. ja, Das ist einfach so. Und damit muss man leben irgendwo, oder? Also total. Und das auch, annehmen irgendwo und das akzeptieren, dass man sich irren kann und dass man, wenn man es feststellt, kann man wiederum dann wieder umnavigieren, beziehungsweise Richtig. daran sich neu orientieren. und aber auch, also genau das und auch zu akzeptieren, dass es Zeiten gibt, in denen es einfach nicht weitergeht. Also das ist was natürlich jetzt gerade viele schmerzlich lernen und was für mich halt auch gerade ein riesiges Problem ist, weil ich bin so ein, okay, Hindernis, rausfinden, was es ist, drüber weiter, so ungefähr. Und ich habe mich gestern sehr, sehr lange mit Andrea, was übrigens meine Spiegelneuron Nummer 2 ist quasi, also meine Geschäftspartnerin und auch Freundin natürlich, uns gestern ganz lange darüber unterhalten, über diese Phasen des Stillstands, wo die ja, also in meiner Wahrnehmung ist es oft so verlorene Zeit. Also so dieses, oh nee, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich seit 7 Wochen mit meinem Kind zu Hause sitze, nichts passiert und ich will doch, so dieses
also so, das soll jetzt weggehen, ich brauche jetzt eine Lösung und das ist vertane Zeit so ungefähr. Aber das stimmt ja nicht. Erstens können wir ja alle gerade überhaupt nichts daran ändern, dass es so ist, wie es gerade ist. Ja. Und zweitens macht das ja trotzdem was mit uns. Es bringt uns ja trotzdem in eine Innenperspektive, es öffnet neue Perspektiven, es führt dazu, dass wir Menschen, die wir sonst nicht so sehr um uns hatten, auf einmal viel besser kennenlernen, vielleicht zu gut kennenlernen, um festzustellen, die sollten wir vielleicht lieber gehen lassen. Genau, ja. Also, ne? Also es passiert ja. Oder mit denen denen sollte man mehr Zeit verbringen oder wie sehr man merkt, wie sehr es einem fehlt, dass man gewisse Menschen nicht sehen kann. Alles Mögliche. Das sind ja Dinge, die passieren. Also, mir kam das in den ersten Wochen so vor, das war teilweise fast wie Weihnachten jeden Tag irgendwie, weil alle sich so zurückgezogen haben und bei sich. Richtig. Natürlich unter Zwang irgendwo da jetzt genau. sind. Aber was für ist die irgendwo eine Chance, richtig. Sich zu besinnen. Und das war natürlich, Weihnachten ist ein guter Vergleich, weil das war für die gut, die ein soziales Netz und ein soziales Konstrukt um sich hatten, mit denen sie sich zurückziehen konnten. Aber man darf ja nicht vergessen, dass es extrem viele Menschen gibt, die das nicht haben. Genau. Kannst du da irgendwie was zu sagen? Was, also aus deinem Feld natürlich? Ja, wie man da irgendwie. Also allgemein sollte man sowieso im Leben dafür sorgen, dass die Zeit mit sich selbst trotzdem eine gute ist, weil das ist ein total abgedroschener Spruch, aber du bist im Endeffekt die meiste Zeit mit dir zusammen. Ja. Und je weniger man sich mag und je weniger man überhaupt rausgefunden hat, wer man eigentlich ist und was einem... Wir waren kurz wieder weg. Das sind die Herausforderungen des Waldes. Genau. Des 21. Jahrhunderts. Genau, es ging gerade darum, was man macht, wenn man alleine ist. Ja. Also gerade Zeiten wie diesen, wo man sich wenig ablenken kann. Ja. Und, obwohl, da gibt es sehr viele schöne Sachen. Ja, das stimmt. Man kann sich sowieso immer von sich selbst ablenken. Das ist leider ein großes Problem. Genau. Aber du hast gefragt, was man machen kann. Ich finde, man kann diese Zeit wirklich bewusst nutzen, um auch mal in eine Traurigkeit, klingt komisch, aber auch mal das einfach anzunehmen, wie man sich da gerade fühlt. Und das halt wirklich auch diese tiefen Gefühle, für die sonst nie Platz ist, weil man ja immer Arbeit hat und immer Ablenkung hat und immer Netflix, also hat man jetzt ja auch, aber sich einfach mal bewusst darauf einzulassen, was passiert mit mir, wenn ich wirklich mal mit mir bin. Ich sehe auch so, mal von mir auch zu sprechen, ich sehe Gefühle zum Beispiel sowas wie ein Wetter. Ja. Also es ist wie so eine Wolke und das ist jetzt da, ich kann es mir anschauen. Genau. Und dann zieht es wieder vorüber und dann kommt wieder ein anderes Wetter. Und auch ohne zu werten. Also wir haben halt leider, also viele von uns haben von klein auf gelernt, dass halt, wenn ich wütend bin, ist das schlecht. Wenn ich ganz traurig bin, ist das schlecht. Und das Ziel ist immer, das wegzukriegen. Und wenn wir dann diese Sachen fühlen, dann denken wir immer, okay, das ist jetzt da der Zustand, wir bewerten den sofort und versuchen den wegzukriegen, weil der muss weg. Und Kraut. Und das geht nicht, das macht mich unproduktiv, das macht mich unbeliebt, das macht mich nicht so wertvoll für die Gesellschaft. Ne? Ich funktioniere nicht mehr. Ja. Deswegen muss ich auf der anderen Seite. Ja, sehr gut. Wir mussten kurz pausieren. Es war wieder der interne Speicher, der da voll war. Und wir haben uns auch ein bisschen noch weiter verirrt, aber... Ich finde es ja super schade, dass die Smartphones bis jetzt immer noch dann nur so begrenzt im internen Speicher sind. Es würde mich sehr freuen, wenn da mal ein bisschen mehr geht. Hint. Genau. Ich habe jetzt auch vergessen, was du gesagt hast. Wir wollten immer nach links irgendwie, ne? Genau. Oh, das ist wirklich extrem schön. Achso, wir hatten, während wir nicht mehr richtig wussten, wo wir sind und Dinge getan haben, haben wir uns darüber unterhalten, offline quasi, dass man oft denkt, dass andere genauso denken wie man selbst. Also dass man von seinen eigenen Gedanken und Emotionen dass das die eigene Realität ist quasi und dass man oft sehr schmerzlich lernen muss, dass das nicht der Fall ist. Ja, ich habe gerade die Jacke zugemacht, mir war ein bisschen frisch. Jetzt ist es wieder frisch geworden, ne? Ja. Genau. Dass man oft davon ausgeht, dass andere das ja genauso, also dass in dem Hirn des anderen das Gleiche abgeht wie im eigenen Hirn. Und über die Jahre stellt man fest, Null. Selbst beim Partner schon, ne? Ich finde, das ist eigentlich das Krasseste. Also aber damit kann man auch das erkennen und dann damit leben. Genau. Und damit, also dann weiß man, wenn du zum Beispiel, also gehst bei mir und Annika so, meiner Partnerin, wenn man halt gewisse Situationen sind oder ein gewisser Tonfall ist, dann weiß man, aha, okay,
Stimmt. halt gerade das Thema. Oder gut, dann lassen wir das jetzt. Genau. Oder Dann geh am liebsten, verlass jetzt diese Situation, Richtig. geh in deinen Raum Richtig, oder so genau. oder mach was anderes. Und wir treffen uns dann wieder, wenn du das geklärt hast. So Mit nach dem Motto, dir, das mache genau. ich und das macht sie. So. ja, das ist, also wenn wir im Beziehungstalk schon sind, natürlich klar. auch ein großes Thema, was Super groß, ja. uns auch oft angetragen wird, weil es da ja natürlich die meisten Konflikte gibt. Ja, weil das mit Genau, am engsten- ja, engste natürlich. Bindung ist, ja. Und weil man da am meisten aufmacht auch. Also Ja. weil das ja der Raum ist, in dem man am Ja. meisten sich Verletzbar ist. Ja. auszieht. Also im Ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Mhm. Und was wir sehr oft sagen, ist eigentlich auch so ein Grundsatz, den ich auch für mich total verinnerlicht habe. So dieses, ich lasse deins bei dir. Also wenn irgendjemand total struggelt oder total schlechte Laune hat oder gerade einen riesigen Kampf mit sich irgendwie aus, dass man sich da nicht so mit reinziehen lässt und Bei nicht sich denkt, bleibt, okay, wir sind ja ein Paar und wir müssen das total, also ich muss Alles da jetzt zusammen machen. ich muss da jetzt dabei sein und ich muss dich retten und ich muss das klären mit dir. Viele Dinge sind auch einfach jedem einzeln überlassen. Und das, glaube ich, zuzulassen und das zu lassen und den anderen auch zu lassen, gehen zu lassen, ob es für 5 Minuten sei oder auch mal länger, ist, glaube ich, eine riesige Kunst, die aber sehr weit bringt. Oder die uns sehr weit bringt, glaube ich. Und das ist Das schafft ja gleichzeitig auch wieder das Vertrauen, dass Ja. man da dann auch, selbst wenn man jetzt so einen Struggle hat, dass man ja trotzdem genau. wieder zurückkommt und dass man da in der Hinsicht zusammenbleibt und Richtig, das genau. zusammen durchlebt. Oder aber, und das finde ich halt auch, wir bringen jedes Jahr so ein Magazin raus, die Spiegelneuronen. Und die letzte Ausgabe ist zum Thema Miteinander. Also wie funktioniert überhaupt menschliches Miteinander, so wissenschaftlich gesehen, aber auch rein anwendertechnisch quasi. Und da haben wir auch einen Artikel halt über über das Ende quasi geschrieben. Also sehr viele Leute denken, sie müssen alles ertragen und müssen um jeden Preis in irgendwelchen Verbindungen bleiben, sei es beruflich, sei es privat. Und einfach auch dieser Gedanke auch zu sagen, es kann auch manchmal sein, dass du nichts mehr machen kannst. Und das ist halt auch nicht schlimm. Und wird aber immer noch so dieses Dinge zu beenden, was auch immer, ist immer noch so Scheitern. Ne? Ich habe es nicht geschafft, ich habe es nicht hinbekommen. Ja. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Es zeugt ja auch von ganz großer Reife und Mut zu sagen, an dieser Stelle, liebe Freunde oder lieber Freund, Geht's nicht weiter? kommen wir nicht weiter. Und wir haben alles versucht und auch dieses zu sagen, ich gebe dich jetzt frei. Also auch in Freundschaften macht man das dann zum Beispiel auch total selten. Freundschaften gehen manchmal so ganz krass auseinander, ohne dass man das je anspricht. Und dann ist der eine sauer und der andere und man merkt, man passt nicht mehr und das wird aber nie besprochen. Man ghostet sich dann irgendwie so auseinander und redet nie wieder miteinander. Was ich total schade finde irgendwie. Was ich ja feststelle, also in meinem Freundeskreis, es gibt natürlich auch ganz enge Beziehungen oder oberflächliche Beziehungen oder Beziehungen, die nur in gewissen Themenbereichen sich bewegen. Ja, auch gut. Aber Genau. man so feststellt dann so über die Jahre, dann kommen und gehen ja im Prinzip Ja. auch Freunde oder es wird mal bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Genau. Das ist halt irgendwie auch so ein Meandern. Ja, und das finde ich super gut und Bin überraschend. wichtig. Bei mir glaube ich nicht, Hast du oder? gemacht? Gut. Hier wird nicht geraschelt. Bei mir kann es eigentlich, also, nö. Ja, also es meandert. Genau, und das auch zu akzeptieren, finde ich auch total wichtig. Ne? Ja. Und auch, wenn man sich in einem immer gleichen Freundeskreis so festgesetzt hat, was ja auch ganz viele machen, so im Motto, ja, aber wir kennen uns ja seit 15 Jahren. Und aber eigentlich überhaupt Eigentlich nichts mögen wir uns Gemeinsames nicht mehr. mehr hat und sich eigentlich gar nicht mehr mag. Man und redet vielleicht nur noch über die Vergangenheit oder ja, so. genau, das machen viele tatsächlich. Ja. Dann auch mal zu überlegen, Mensch, also ich sage immer so, guck doch mal, wo eigentlich dein Tribe ist. Also guck doch mal, welche Menschen eigentlich vielleicht viel besser zu dir passen. Jetzt in dem Moment. Und in dem Moment, Man entwickelt genau. sich ja immer genau. weiter und auch die anderen entwickeln sich immer weiter. Ja. Und ist Ja. es manchmal einfach so, dann passt das einfach so in der Art nicht mehr zusammen. Genau. Und das ist ja auch nicht schlimm. Genau, ist überhaupt nicht schlimm. Und viele bleiben und viele fühlen sich dann immer so total fertig nach einem Treffen und total ausgelaugt und, Das ist ein Zeichen auch. Ja. und denken aber, naja, aber es ist ja Freundschaft und ich muss da durch. Nee. Klar ist es wichtig für andere da zu sein, wenn es ihnen schlecht geht. Aber es gibt ja so einen Grundtenor, der sich über viele Jahre ja durchzieht. Und wenn der einfach so kräftezehrend ist, sei es in einer Beziehung, sei es auf Arbeit, sei es in einer Freundschaft, dann ist es auch einfach mein gutes Recht, ja auch für mich selbst zu sorgen und Auf zu jeden sagen, Fall. Also ich wenn gehe du da merkst, jetzt dass raus. permanent nur die Energie gezogen wird, Genau.
Bis Genau. da kein Gleichgewicht gibt, dann Genau. soll Und man das ist halt. wieder antworten, Ja, tatsächlich. die Entscheidung treffen. Tatsächlich. Das ist alles so einfach eigentlich, ne? Wenn man so drüber spricht, das ist theoretisch. Jeder ist da involviert, jeder ist Genau. da voll verwoben. Und dann liegt man wieder mit seiner Weißweinflasche auf dem Sofa. Ja, was mache ich jetzt? Oh, ich will. Ja. Genau, es ist alles so schrecklich. Rechts, oder? Das ist doch hier der große Weg jetzt. Vielleicht sind wir von dem. Sieht irgendwie bekannt aus, ja. Hier sind auf jeden Fall. Ah, guck mal, hier geht es aber ja auch gerade drüber weiter rein. Dann lass uns da weitergehen. Ja, ne? Gucken wir mal, wo man da ankommt. Ist auf jeden Fall Ja. sehr schön. Das Gefühl, wir bräuchten noch so einen ganz anderen Themenbereich. Findest du? Nee, eigentlich ist es unerschöpflich. Ja, also wie gesagt, mit Corona möchte ich jetzt nicht großartig Oh anfangen. nee, auf keinen Fall. Aber das merke ich da in dem Feld auch. Also klar, es ist jetzt wieder so diese besinnliche Zeit. Mhm, Man sucht automatisch aber auch nach so Ankern. total. Oder man schaut, okay, was habe ich in meinem Leben? Was hilft mir jetzt in dem Moment? Ja. Und da sehe ich bei mir, bei uns ganz klar unseren Garten zum Beispiel. Ah, das ist gerade bei vielen so. Ja, oder viele entdecken das jetzt. Ja, Oder entdecken das Kochen zum Beispiel. Genau. Oder ja, bringen sich was Neues bei. richtig. Richtig gut. Also ja. man nicht unbedingt, dass man jetzt da eine Ablenkung sucht, sondern einfach, dass man da wie soll ich sagen, nicht die Na, man Basis hat hat, aber Raum und Zeit überhaupt Ja. dafür. Ne? Ja, das ist, finde ich, sehr spannend. Gerade wenn man, da sind wir in unserem Filterblasen-Thema, du entdeckst nur solche Dinge und du hast nur Bock, einen Garten zu haben und zu kochen und was Neues zu lernen, wenn du aufgrund deiner Sozialisation oder deiner Bildung überhaupt so aufgewachsen bist, dass du Bock auf sowas hast. Also wir brauchen uns keine Illusionen Wolltest machen. zuzulassen, meinst du? Genau, dass so über die Gesamtbevölkerung hinweg nicht sehr viele Leute sind, die plötzlich in so einen jetzt, Meine Zeit ist gekommen. my time has come. Ja. Und das ist halt was, wo ich ich führe sehr oft auch solche Filterblasendiskussionen mit Leuten, wo die halt immer sagen, ja, aber du in deiner Filterblase, du denkst ja, die Welt ist noch zu retten, so ungefähr. Und du musst aus deiner Filterblase raus und du musst dir mal angucken, wie schlimm es eigentlich alles ist in Deutschland und so. Und dann immer diese Frage, sorge ich also diese Wovon eine spricht er ja auch in dem Moment, genau, ja. was will der jetzt? Und auch diese Frage, ist es nicht auch gut, in meiner Filterblase immer größer und stärker zu werden, um dann irgendwann an Punkte und an Zielgruppen zu kommen, denen ich damit helfen kann mit dem Wissen, was ich in meiner Filterblase aufgebaut habe. Ne? Weil, keine Ahnung, Ist ja auch keine harte Grenze, so eine Blase. ja, richtig, genau, eben, Also genau. wenn man das als Bild Richtig. so weiter mal betrachtet, das ist ja, da entstehen auch ganz viele Kleinblasen, entsteht eine ganz große Genau. Blase zum Beispiel auch. Und Genau. das ist auch möglich und es kann sich auch wieder trennen und es kann Ja. auch wieder zusammengehen. Ja. Von Und daher ist dieses Filterblasen-Ding teilweise doch ganz schön negativ behaftet, obwohl Find es ich eigentlich auch. so viele positive Eigenschaften Find ich auch. hat. Ja. Und das finde ich auch schade, weil man könnte das ja auch als Expertenkreis oder als Gruppe, in der halt zu einem bestimmten Thema eigentlich schon weitergedacht wurde. Ne? Und dann sagt man immer so, ja, das ist ja hier Filterbubble. Na nee, Das ist so die- weil Das Allheilmittel, also die Erklärung für genau, alles. genau. Weil man muss ja mal raus. Also Ja. und es gibt ja ganz viele Beispiele, siehe Bioprodukte, siehe, wie Menschen sich in einer jetzt immer größer werdenden Filterblase gut ernähren und darauf auch achten, dass das schon groß werden kann von was ganz Kleinem. Ne? Wobei ich dann immer krass finde, es haben sich noch nie in unserer Geschichte haben so viele Menschen sich vegetarisch oder vegan ernährt, auf der einen Seite, und noch nie wurde so viel Fleisch gegessen. Also die schon Fleisch essen, essen noch mehr Fleisch. Während halt auf der anderen Seite die Vegetarier und Veganer halt immer mehr werden. Ich auch denke, was ist wieder so ein Interessant, okay. Paradox. Ne? Und so ist es ganz oft. Ja, Flüge, ja. Menschen sind, die, Ich finde es auch die guten Eigenschaften von Menschen, da so die Extreme zu finden und auszuleben Ja. und das halt zu machen. Also wenn man kann es machen, dann macht man es. Also das genau. da gibt es keine Grenzen irgendwie. Also Richtig. das alles davon abhängig. Und irgendwie braucht es immer erst Verbote, also wirklich Verbote, damit damit ein Großteil der Gesellschaft was anderes macht. Und
Das ist irgendwie auch krass, ne? Dass man von alleine einfach aus gesundem Menschenverstand oft nicht die Dinge tut, die eigentlich gut wären. Und dann kommen aber, merken wir ja zurzeit extrem, ne? Dann kommen die Verbote und dann halten sich alle dran. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Genau. Oder aber auch, es ist, wie wir es schon mal gesagt hatten, das ist eine Chance und entweder nimmst du die wahr oder nimmst du nicht wahr. Genau. Und Und das liegt ja auch in jedem Einzelnen. Ein was? Ja, Immer funktionieren, immer alles richtig machen. Und dann genau. halt Ja, Micha sagte gerade das Vernunftsgefühl, dass man da in seinem man versucht was man immer sich da alles richtig aufgebaut zu hat, machen. bleibt. Genau, man will gut nicht anecken, gut funktionieren, ne, was auch immer das heißt. Ne? Und merkt ja oft auch, dass wenn man sich in den gesteckten Bahnen bewegt, die wer auch immer gesteckt hat, ist es oft ja auch einfacher, anstatt versuchen, diesen immer eigenen Weg zu graben und den eigenen Weg zu finden. Ne? Aber Komfort ist natürlich auch nicht immer so. Nee, das merkt man ja auch jetzt. Also, Genau. wenn man sich seinen Komfort nicht vorher schon vielleicht auch gebaut hat oder Ja, gesetzt hat, dann muss Genau. man jetzt zusehen, genau. wie komme ich da in die Gesundheit oder wie Ja. möglichst, dass ich da möglichst nicht drunter Ja. leide, was ich jetzt hier habe. Oder auch wieder nicht. Also oder auch wieder nicht, ja, klar. auch da wird es wieder viele geben, die. Ja, genau. das gab es auch schon vorher, ne? Also, Ja, weil es einfach der Facettenreichtum ist ja so genau. schier groß. Genau. Und ich bin schon immer ein großer Freund und jetzt noch mehr vom Zukunftsinstitut. Kennst du das? Von Matthias Hawkes und sein Sohn Tristan Hawkes, muss auch einblenden. Okay. Nein, kann ich nicht. Die sind quasi Zukunftsforscher, die halt überlegen, okay, wie geht es eigentlich weiter? Ja. Da wollte ich gerade sagen, da kennen wir auch jemand anderen, das hatte der Olli, in der letzten Episode. Müssen wir hier runter? Ich bin jetzt schon wieder total lost, ehrlich gesagt. Fast gerade aus. Vor und überlegen. Komfort und überlegen. Beim Zukunftsinstitut. Zukunftsinstitut. Und Genau, der dass Olli- ihr noch jemand anders. Genau, der Olli arbeitet mit dem Forscher, mit dem Thomas Druyen zusammen. Ja. Der sitzt in Wien. Ja, Ist auch ein Institut und betreibt auch, also der hatte vorher, muss man dazu erzählen, das hatten wir in der Episode auch nicht gesagt, der hatte vorher, ich glaube, geforscht im Bereich der Reichen, in der Welt der Reichen, also wie ticken die, warum sind die reich und wie auch immer. Und jetzt im Prinzip über die Jahre hat sich dahin entwickelt, dass er die Zukunftsforschung betreibt, beziehungsweise krass, spannend. so die Denkweise und das, vielleicht Mindset ist ein falsches Wort, aber dass man vorher schon langfristiger denkt. Ja. Dass dieses kurzfristige und dieses symptombekämpfende Ja. sozusagen ablegt und eher hier weiter vorausschaut und schaut, was hilft im Prinzip allen. Na, so als ein Grundlage. visionäres, genau. Ja. Also eher die Frage, wie verhindere ich, dass ich mir das Knie aufschlage, anstatt immer neue Pflaster zu entwickeln, die ich über die Verletzung drüber klebe. So dieses, ne? Also wie, genau, Woran das ist liegt ja das auch, mit? Genau, genau. Und sowas, daran arbeiten die. Genau, Ja. und die haben auch einen eigenen Podcast. Ach cool. Wie heißt der? Druyen? Thomas Druyen und der das ist Podcast cool. heißt Future Navigation. Ach cool. Da muss ich auch Future mal. Navigation, ja. Ach cool. Genau, aber du hattest von Hawkes. Genau, der Hawkes, genau. Der sagt immer sehr schlaue Dinge, weil die natürlich uns Glücksforschern oder positiven Psychologen sehr in die Hände spielen. Das bestätigt. Ja, und sehr bestätigt in dem, weil er wird in der Zeit immer gefragt, okay, wann ist denn wieder alles so wie vorher? Und er sagt halt ganz, also seine Aussage, die zurzeit 1000-mal zitiert wird, ist immer so, nie wieder. Ja. Also es gibt's nicht mehr. Und ja, und er hat halt, er hat so 4 Szenarien entwickelt, die am wahrscheinlichsten sind. Ne? Also von so einem totalen Horrorszenario, also niemand begegnet sich mehr, alle nur noch mit Atemschutzmasken, keine also so ganz krass, bis hin zu einer ganz schönen Utopie eigentlich. Ne? Also wir stellen plötzlich fest, dass ein Fußballstadion voller spuckender und grölender Menschen einfach so absurd ist, dass wir das nie wieder, also dass wir das so ablehnen werden, dass es das nie wieder geben. Also so in so Wird eine definitiv vieles verändern in den ganzen Bereichen, ja. Na, genau. Und er sagt, und manchmal passieren solche Dinge und niemand denkt mehr daran, dass das mal anders war, so ungefähr. Ich glaube, die Bank da vorne kenne ich, auf der haben wir. Die Macht der Gewohnheit.
Ja, Die macht er gewonnen. genau. Und wenn die mal so radikal zerbrochen oder unterbrochen wird, Ja. ne, ist halt auch die große Frage, was kommt zurück? Und ich habe natürlich auch von ein paar Sachen da auch so ein bisschen Angst, wo ich mir jetzt, also ne, wenn die Leute jetzt feststellen, auch immer zu Hause Bier trinken und zu Hause kochen, reicht doch eigentlich. Warum muss ich noch in Restaurants gehen? Ne? Das ist halt so ein Effekt, wo du denkst, und auch dieser Rückzug ins Private und dieses, was geht die Welt mich da draußen an? Ich habe ja hier mein Home. ja, die Bank. Mhm. Auf dieser Bank saß ich. Das heißt, wir sind nicht mehr so weit weg. Super. Gucke, haben wir es geschafft. Wir haben auch schon eine gute Länge auf jeden Fall. Ja. Aber ich muss auch vieles wegschneiden. Ja, das kannst du auch bitte. Das kannst du auch bitte tun. Du kannst auch inhaltlich Dinge rausschneiden. Das ist natürlich nicht der Wunsch, da hier immer mit dem Rasiermesser da immer alles wegzuschnippeln. Nein, aber man muss das ja auch für den Hörer und Gucker Angenehm machen. Genau. irgendwie ein bisschen so machen, dass der da Bock hat. Richtig. Bis jetzt sind es nicht. Nee, ist kein Fernsehen. Aber wir werden sowieso unscharf. Sehr gut. Das wäre es doch auch mal. So, soll ich gar nicht gleich klatschen oder so, dass wir da reinkommen? Das ist auch ein geiler. Ich glaube, wir kommen jetzt auf diesen Teufelsberg oder wie der heißt raus. Ja. Den gibt's da auch, ja. Den gibt's hier, glaube ich, auch. Ja. Warte, jetzt haben wir uns Verrannt. Genau, also vieles wird nicht mehr so sein, bla bla bla. Aber ich meine, ja. Damit muss man sich abfinden. Also, Ja, und das finde ich so witzig, weil das gilt ja eigentlich immer. Also jedem Menschen passieren ja im Leben Sachen, die dazu führen, dass irgendwas nicht mehr so ist wie vorher. Es gibt eine schöne Karte, die haben wir letztens verschenkt an Freunde. Das einzige Beständige ist die Veränderung. Ja, das stimmt. Und das sagt es eigentlich an sich schon. Genau. Ja, Und ich glaube, das einfach wirklich für sich zu kapieren, macht das Leben sehr viel entspannter. sehr viel ungefährlicher, finde ich. Also wirklich zu sagen, okay, es werden mir Dinge passieren. Und viele haben ja auch so Panik, dass ihnen was Schlimmes passiert oder so. Ja. Und ich denke so, ja, aber du kannst ja nicht dein ganzes Leben in Panik verbringen, dass dir irgendwann mal was Schlimmes passiert. Oder dass deinen Kindern was Schlimmes passiert oder wem auch immer. Und deswegen alles weglassen, was eigentlich gut ist und was cool ist. Und ich glaube, das ist wirklich... Ja, ist an sich halt schon ein irrwitziger Gedanke halt. Oder? Also hätte ich irgendwie gerade Bock, aber ich weiß nicht so richtig, wir können doch lang gehen. Wo wir da ankommen. Ich höre schon wieder Glocken, Leute. Wir gehen hier oben weiter. Ja. Ich glaube, wir kommen da wieder ins Tal. Glaube ich auch. Ja, wir kommen wieder an diesen Wanderparkplatz. Ja, also grundsätzlich ist so, das Leben ist lebensgefährlich. Ne? Also, ja, genau. So ist das halt. Genau. Und dazwischen hat man aber so viele Möglichkeiten. Ganz viel Zeit und aber auch nicht so viel. Also viele sagen ja, ach, es wäre so cool, wenn das Leben unendlich wäre, aber das stimmt überhaupt nicht, weil dann würden wir nichts von dem, was wir machen, schätzen. Wenn wir wüssten, es geht ja immer weiter und ob ich das nur jetzt mache oder morgen, ist egal. Ne? Aber ist es ja nicht. Also wir haben ja auch gerne diesen trennenden Gedanken, dass die Tierwelt da anders tickt. Da kann man natürlich auch jetzt schwer jemanden fragen, wie es denen da so geht. Ja. Aber würde mich sehr interessieren, ob die denn wissen, also klar, es gibt diesen Angstmechanismus, ne? Dass du bei Mäusen zum Beispiel. Ja, genau, dass die schon versuchen, ihr Leben zu erhalten. Genau, und, oder es gibt ja genau. Dieses Modell mit den, was waren das, Ratten, glaube ich, da haben die einen Ratten ins Wasser geschmissen. Ja. Und die sind sofort ertrunken. Ja. Und die anderen Ratten haben sie nach kurzer Zeit wieder rausgenommen. Ja. Und dann nach ein paar Mal dann wieder ins Wasser geworfen. Und die haben dann länger geschwommen, weil die sozusagen sich gemerkt haben und die Hoffnung entwickelt haben, es holt mich jemand raus aus dem Wasser. Klar, logisch. Also das ist ja, genau, es gibt ja auch dieses Prinzip der erlernten Hilflosigkeit. Das ist ja sowas Ähnliches, wo halt, da gibt es so Experimente mit Hunden. Und die werden halt in 2 Boxen, das ist auch sehr gut, die werden in 2 Boxen gepackt und der eine bekommt quasi immer Stromschläge und checkt halt irgendwann, scheiße, ich muss mich dem hilflos ergeben, weil ich komme eh nicht aus der Box raus. Und dann irgendwann machen die gleiche Box aber auf. Also der sitzt da drin, könnte eigentlich rauslaufen und macht es aber nicht mehr, weil er halt gelernt hat, ich komme hier eh nicht raus, es ist eh sinnlos. Und das ist halt ein Prinzip, was auch auf den Menschen übertragen wird. Es gibt oft du denkst halt, ist halt so. Ich komme da eh nicht raus. Aber das stimmt ja nie. Das ist fast das Höhlengleichnis.
von Platon? Ich weiß gar nicht. Stimmt, da gibt es so einen ähnlichen... Da gibt es so eine Geschichte, wo die Stimmt. da in der Höhle sitzen und die ganze Zeit die Schatten betrachten Stimmt, und denken, genau. das ist die Realität. Genau, ja, Und deswegen macht gar keinen Sinn richtig. zu handeln oder genau. Da gibt es ganz viele, also aus der Philosophie, Ja, aus der das sind Geschichte, ja auch ganz viele so Sinnbilder im Prinzip. Gleichnisse und Ja, genau, Sinnbilder. Gleichnisse, ja. Genau. so. Das ist aber Genau. hilfreich, ne? Also, Ja. Und auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja genauso. Das kann man ja als Bild auch für sich oder für die Gesellschaft oder für die Menschen nehmen. Ne? Ja, Dass man dann, richtig. wenn man das jetzt so in sein Leben so angenommen hat, dass man dann davon ausgeht, ja, das ist jetzt immer so oder Ja, ich werde jetzt keinen Schritt mehr wagen, weil Ja. ich gelernt habe, ich werde dahingehend bestraft oder genau. Also, oder mir ist einmal ja. XY passiert, das wird mir mit alle jedem so, anderen oder? Menschen genauso passieren. Ja, ne? genau. So eine Übergeneralisierung. Und das kann halt einem so viel Lebensqualität verbauen. Ne? Diese Angst, weil einmal was gescheitert ist, jetzt immer zu denken, okay, das wird wieder so und das wird wieder so. Und das ist tatsächlich was wir so aus unserer Kindheit halt einfach mitschleppen. Ne? Also in einem Alter, wo wir noch nicht intellektuell in der Lage waren, an unserer Situation was zu verändern, weil wir einfach ausgeliefert waren, weil wir halt leider 4 Jahre alt waren. Das manifestiert sich so tief in unserem Hirn, dass wir oft nicht merken, dass wir inzwischen ja Mitte 30 sind und natürlich die Skills hätten, uns aus der Situation zu befreien, aber wir verfallen halt trotzdem wieder in dieses 4-jährige oh Gott. Und das ist halt was, wenn man das weiß, kann man halt super gut damit arbeiten und das super gut umlernen. Und das ist ja auch das Ja, da muss man sich wahrscheinlich ein Stück weit Coole daran. von sich irgendwo trennen können. Also Richtig, nicht komplett trennen, aber das halt so Genau. eine Beobachterrolle einzunehmen Ja. und dann genau. Auf der einen Seite das und auf der anderen Seite halt auch zu wissen, dass diese Kindheitsdinger immer noch in mir drin stecken. Also dass ich ja immer noch diese kindlichen Anteile habe, die halt ungefilterte Angst, ungefilterte Verzweiflung und dann auch nicht immer, ist ja auch total falsch zu sagen, dich höre ich nicht. Also dich kleinen 4-Jährigen, der immer noch in mir drin sitzt, du hast keine Ach so, Stimme, du hast hier nichts zu sagen, du hast zwar Angst, aber die ist falsch und ne? Sondern einfach zu sagen, okay, warum nimmt dieser Teil von mir das so wahr? ja. Und was kann ich mit meinem Erwachsenen-Ich aber inzwischen da drüber setzen? Und das ist, glaube ich, das mag ich als Bild total gern. Es gibt auch so ein anderes mit einem Bahnhof und Zügen. Also du stehst halt in einem Bahnhof und willst an irgendein Ziel Ja. und an dieses Ziel fahren halt 2 Züge. Und der eine steht halt so im Bahnhof und ist halt total geil, hat halt WLAN und All-You-Can-Eat-Buffet und übelst geile Vorhänge und total cozy und so. Und der fährt genau dahin, wo du hin willst. Und auf der anderen Schiene steht halt so ein bisschen so ein kaputter, wackeliger, abgeranzter Zug, der auch dahin fährt, wo du hin willst. Und du stehst halt im Bahnhof und ununterbrochen fährt immer einer von diesen komischen Zügen ab. Also der fährt halt immer wieder an dein Ziel. Und dieser komische Comfort-Train fährt halt einfach nicht aus dem Bahnhof raus. Und du stehst halt die ganze Zeit da Kommst nicht vom Fleck. und denkst so, ja, aber ich will doch mit dem geilen Zug fahren. Und während die anderen alle an das Ziel fahren, wo du eigentlich hin willst, stehst du halt da und wartest, dass es auf eine komfortable Art und Weise weitergeht. Und ich finde, das ist ein cooles Bild. Ich Und gehört sehr gut, ja. einfach mal in diesen kaputten und ranzigen Zug einzusteigen und zu gucken, ob das vielleicht das größere Abenteuer ist. Sehr viel cooler eigentlich. Wir müssen jetzt hier Ich so finde das auch schon runter ins Loch hier rein. So ein guter Abschluss. Ja, Abschlussbild, beziehungsweise im Bilde dieser Ruine. Nee, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, nee, ich meine so in diesem, okay. also Im Bild, passend zu der ja, Ruine, Okay. die gleich im Bild auftauchen wird. Genau. Genau. Also, ich denke, da war Ja. vieles Bereicherndes dabei. Das kommt, wenn man spaziert, weißt ja. du? Da musst du Deswegen. nee, das ist auf Und jeden es Fall entsteht cool. aus sich heraus. Wir haben das jetzt in keinster Weise vorbereitet. Ich glaube, das hat man gemerkt. Genau. Aber ich finde das gut. Nee, aber das ist das Schöne daran, weil ich glaube, wenn du das anfängst zu skripten, Ja. wird es sehr seltsam. Kannst du gar nicht. Kannst du auch nicht, genau. Von daher vielen Dank. Sehr, 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 sehr gern. Je nachdem, ob da jetzt noch irgendwie der Wunsch kommt, das nochmal fortzuführen oder auch von uns, von meiner Seite sowieso, können wir das gerne nochmal fortführen. Ja. Wird es dann nochmal eine Episode bestimmt geben. Und und was ja auch immer ein cooler Aufruf ist, immer wenn jemand jemanden kennt, mit dem du auch mal spazieren gehen solltest, Ach ja, danke. dann Sowieso. könnt ihr dir das ja auch sagen quasi, Sehr oder? gerne. Haut das in die Das wär's Kommentare doch. rein. Das wär's doch auch. Ja. Sonst stürzen wir noch ab. Warte mal, wir müssen. Ja. Ja, wir müssen mal